Hallo, liebe Brettspiel-Freunde, schön, dass ihr reinschaut. Heute ein weiteres Spiel aus dem NS-Verlag, was ich als Rezensionsexemplar bekommen habe. Ich habe es davor allerdings schon mal gespielt, muss ich gestehen, ja, hatte ich auch schon in meinem Community-Video gesagt, ja, mit den Hausis zusammen, kann ich euch mal verlinken, das Video. Ja, da war ich jetzt, naja, lag an mir, ich habe halt nicht so richtig aufgepasst bei der Regelerklärung, deswegen bin ich nicht so richtig klargekommen. Jetzt habe ich selber bekommen nochmal und habe jetzt in der Familie mal so ein paar Partien gemacht hier, den Splitter und wie das Ganze funktioniert, ja. Ob ihr von den Würfeln Splitter vielleicht in die Finger bekommt, ist ja auch nicht ganz unwichtig. Und was sonst noch so zu dem Spiel zu sagen gibt, sage ich euch jetzt. Los geht's! So, da liegt der arme Splitter rum hier auf dem Tisch. Der arme hier, ja, ist ja hier auch schon gesplittert. Ja, hat aber nichts mit dem Splitter an sich zu tun, sondern vom Splitten, denke ich mal, kommt das hier, weil das Blatt wird gesplittet. Für 1 bis 12 Spieler erschien beim NSV-Verlag auch, ja. Ich mag ja den MSV, aber NSV-Verlag ist mir mittlerweile auch ganz sympathisch. Dauer 15 Minuten, ab 8 Jahre, ja, und multilingual, weil keinerlei Text ähm, auf den Zetteln oder sonst was ist, ja. Zahlen 1 wird in England auch 1 geschrieben und in Frankreich und was weiß ich wo, ja. Vielleicht in Timbuktu nicht, keine Ahnung, aber zumindest in ganzen europäischen Ländern. Ich glaube in Timbuktu auch. Ja, ja, egal. Hier habt ihr auf jeden Fall so einen Code zum Scannen, da könnt ihr euch auch nochmal eine Regel angucken. Ist natürlich nicht so toll wie meine Regelerklärung, aber ihr könnt da gerne auch mal reinschauen, ja. Ist von Stefan Risthaus, wenn zwei Hälften ein Ganzes ergeben, ist der Untertitel. So, ihr seht, da haben wir schon mal ein bisschen gespielt, ja. Was haben wir denn drin? Einmal ein Block hier, unser Block, ja. Gibt es zwei verschiedene Versionen. Das ist hier die für die Luschis, die wir bis jetzt nur gespielt haben. Und hier ist halt die Expertenversion. Ich habe mal zwei Zettelchen. Genau. Nee, ach, hier sind sogar noch mehr drin. Ja, wir haben es ja schon häufiger gespielt. Oh, hier sind schon einige Zettel drin. Wir hatten es halt immer mit anderen Personen gespielt, deswegen haben wir immer mit dem einfachen, mit dem Grundspiel halt gespielt, ja. Ja, sonst hätten wir das direkt erklären müssen. Und für Leute, die einen Einstieg machen, ist das gut. Hinterher hat man halt hier noch Sonderfunktionen mit den Herzchen und so. Da gibt es halt nochmal extra Punkte und so weiter. Ich zeige euch jetzt erstmal nur das Grundspiel hier und erkläre euch das mal soweit. Ja, wie gesagt, auch hier sind Würfel dabei, wie beim letzten Video von Quicks Longo, was ich euch gezeigt habe, auch. Kann ich euch auch nochmal hier oben verlinken. Auch da waren ja jetzt Würfel drin. Ich denke mal, der NSV-Verlag macht das jetzt vielleicht nach und nach mit den die Würfelstifte. Für ein Würfelspiel Würfel in der Packung ist ja jetzt auch nicht das Schlechteste, ne? Naja, okay. Hier haben wir also zwei Würfel, ja, in dunkelblau würde ich sagen. So, und wie beim Quicks Longo auch, oder beim Quicks allgemein, hat man hier auch keine Downtime. Ähm, Hier seht ihr übrigens die Anleitung, ja. Kann ich euch hinlegen hier, dann seht ihr auch nochmal so ein bisschen, aber ich erkläre euch das halt auch. Es sieht so aus, der aktive Spieler, hat man auch da, kommt euch vielleicht bekannt vor, wie beim Quicks, ja, würfelt. Und dann haben wir in dem Fall hier zweimal zwei Würfelaugen, ja, die 2 und die 4. Und diese Zahlen werden dann von jedem Mitspieler reihum eingetragen auf diesen Zettel hier, ja, auf diesem Splitterzettel. Ja, wichtig dabei ist, hier in der Mitte seht ihr den Strich. Ja, ich kann es mal ein bisschen näher rangehen hier. Das ist ein gestrichelter Strich sogar, also Doppelstrich. Da werden die Zahlen gespiegelt. In dem Fall würde ich jetzt die 2 und die 4 eintragen wollen, muss ich genauso viele Plätze freilassen von dem Strich nach rechts wie nach links. Ja? Das heißt, ich muss eine Zahl nach links eintragen, eine nach rechts. Ich könnte zum Beispiel beide hier eintragen in der Mitte. Ich das mal mit dem Bleistift, dann sieht man meine dicken Wurstfinger nicht. So, hier, seht ihr? Ja. Oder aber ich könnte sagen, ich gehe ein Feld weiter, dann muss ich aber hier auch ein Feld weitergehen, ja, ins zweite Feld. Oder ich trage hier die 2 und die 4 in der Ecke ein, je nachdem. Ähm, Ziel ist es, so anhand der Augenzahl Gruppen zu bilden. Hört sich jetzt doof an, finde ich auch, würde ich auch nicht verstehen. Das heißt zum Beispiel, ihr müsst hinterher gucken, dass ihr zum Beispiel zwei Zweier habt. Ja, zwei Zweier geben zum Schluss 2 Punkte. Also immer Zweierpärchen mit 2 geben 2 Punkte. Bei den Dreiern braucht ihr 3. Ja, habt ihr Dreierpärchen mit 3, geben es 3 Punkte. Viererpärchen mit 4 geben 4 und so weiter. Ja, Einer Pärchen gibt es ja nicht, ein Einzelner, ein Solo-Player sozusagen, gibt dann halt 1 Punkt. Habt ihr jetzt aber zum Beispiel eine 1, ich kann euch das mal hier drauf zeigen. Hier ist ein schönes Beispiel von jemand, der gespielt hat. Ich weiß gar nicht, wer es war von uns. Ja, der hat hier eine 1, da eine 1, da eine 1. Gibt es keinerlei Punkte, weil man mehr als eine Zahl hat. Ja, ebenfalls geht bei den Zweien. Stellt ihr zwei Zweien zusammen, kriegt ihr auch keine Punkte. Drei Zweien zusammen, kriegt ihr auch keine Punkte. 3 oder mehr Zweien, ja.
Ihr könnt zwar hier ein Zweierpäckchen machen, da ein Zweierpäckchen, da ist alles kein Problem. Die dürfen halt nur nicht nebeneinander sein. Also nebeneinander dürfen immer nur so viele Zahlen sein, von der einen Art, wie die Augenzahl hat. Bei den Dreiern 3, bei den Zweiern 2, bei den Vierern 4 und so weiter. Wie gesagt, gewürfelt wird 3 um und die Würfelzahlen, die geworfen werden, sind immer für alle Spieler am Tisch, ja. So hat man also wirklich keine Downtime. Hier sieht er zum Beispiel, hier war einer ganz gut, ja, der hat hier 5 Fünfer gemacht. In dem Fall geht es auch so, hier sind 4 und da ist noch eine, ja, werden dann 5 Punkte. Hier hat er versucht, die Sechser zu sammeln, hat aber nur 3, gibt dann also keinerlei Punkte, ja. Hier oben sind 2 Zweier, da ist ein einzelner Einer und so weiter. Hier hat man die Vierer. Jetzt seht ihr, hier sind noch die Felder mit den Sternen. Ja, fangt ihr da ein Zahlenpaket an und schafft es auch zu vervollständigen, wie hier im Fall der Fünfer, ja, passt ja sogar, dann zählen die Augenzahlen doppelt. In dem Fall wird der Fünfer hier 10 Punkte zählen, ja. Hier drüben ist der gleiche mit dem Vierer, hat derjenige auch geschafft, wären dann 8 Punkte sogar. Also immer, wenn ihr hier Zahlen hier auf dem Stern habt und die passen genau in ein Paket und das hat auch funktioniert und ist vervollständigt, bekommt ihr die doppelte Punktzahl. Ja, so spielt ihr über 22 Runden, dann ist der Zettel voll und dann wird halt einfach abgerechnet. Ja? Dann guckt ihr, so, Einer, wie viel Einer habe ich hier? Ja, hier in dem Fall sind es 7 Einer, die einzeln stehen. Wir haben die jetzt hier eingekreist, dann ist es halt besser zu gewinnen. Dann habe ich hier 7 Punkte, ja. Zweier habe ich ein Paket Zweier gibt 2 Punkte. Ein Dreierpaket Dreier gibt 3 Punkte. Ein Viererpaket Vierer gibt 4 Punkte und so weiter. Habt ihr mehrere davon? Hier zum Beispiel hat derjenige, hat hier auf dem Zettel, könnt ihr sehen, ich kann es auch nochmal hochhalten hier, hat 2 Viererpakete gehabt, dann gibt es halt 8 Punkte. Ja, dann rechnet man die ganzen Punkte zusammen, addiert die und unten ist das Gesamtergebnis. Und wer dann die meisten Punkte hat, ist der Gewinner von Splitter. Ja, und hier könnt ihr auch nochmal sehen, hier, wer auf dem Stern ist, zählt doppelt die Punktzahl. Kurz noch zu Block B, zu den Herzen, ja. Die Herzen geben halt hinterher nochmal Punkte. Wenn in allen 3 Herzen die gleiche Zahl hinterher ist, ja, dann gibt es halt 5 extra Punkte. Schafft ihr hier eine 1 reinzumachen, da eine 1, da eine 1 zum Beispiel, bekommt ihr 5 extra Punkte. Ja, und ihr seht ja, die Sterne sind halt hier unten, wo sie hier am Rand waren, habt ihr hier halt die Sterne unten. Ist halt ein bisschen schwieriger und hier habt ihr halt nochmal Punkte, die Chance, extra Punkte zu kriegen. Ja, ihr Lieben, das war Splitter vom NSV Verlag. Bis zu 12 Personen spielbar, finde ich toll, ja. Wir haben es ja auch in der großen Gruppe gespielt, zu 8. Ab 8 Jahre, 15 Minuten. Ihr seht, es ist auch nicht komplex und nicht schwierig, großartig, ja. Einfach Zahlen eintragen, gespiegelt, ja. Feld, was er rechts nimmt, müsst ihr auch links nehmen und dann müsst ihr halt versuchen, Blöcke zu machen mit gleichen Zahlen. Ja, wie hat uns gefallen? Wir haben Quicks und Splitterbeiß an einem Tag gespielt und da war Quicks tatsächlich der Gewinner gewesen, jetzt hier bei uns in der Familie, ja. Die Leute wollten also hinterher lieber noch ein paar Spielen Quicks Longo spielen. Wir haben hier 3-mal Splitter gespielt, danach Quicks. Und dann hatten wir halt noch Zeit und haben gesagt, nee, lass uns lieber nochmal Quicks spielen als Splitter. Also Quicks ist auf jeden Fall besser angekommen als Splitter. Vielleicht ist es aber auch weit bekannt ist schon, ja, weil Quicks wird eh gemocht in der Familie, kann natürlich auch damit zu tun haben. Hier haben wir halt das mit den Zahlenspiegeln. War für mich jetzt neu, kannte ich noch nicht so in der Art. Und ist auf jeden Fall ein schönes Spielchen, was man so mal mitnehmen kann, für mal eben durchzuspielen. Oder wenn man eine große Gruppe hat, ja. Oder wenn man zum Beispiel auf Leute wartet beim Spieleabend, kann noch nicht starten, dann sagt er, komm, wir hauen mal schnell eine Runde Splitter raus, 22 mal würfeln, ist der Block voll und dann können wir unsere Punkte abrechnen. Ja, ich hoffe, ihr habt es war einigermaßen verständlich, was ich so erklärt habe. Wenn nicht, schreibt es gerne in die Kommentare. Habt ihr schon den Splitter gespielt, ja? Habt ihr eigentlich ein Lieblingswürfelspiel vom NSV-Verlag, ohne Werbung jetzt machen zu wollen dafür, ja, auch wenn es ein schönes Rezensionsexemplar ist. Die machen ja viele kleine, schöne Würfelspiele. Welche spielt ihr eigentlich am liebsten? Würde mich mal interessieren. Dann passt euch auf. Gerne verlinke ich euch nochmal mein Quicks-Video, ist ja auch vom NSV-Verlag, von Quicks Longo, ja. Könnt ihr immer sagen, welches euch da auch besser gefällt von den beiden, ja? Habt ihr den gleichen Eindruck wie bei uns oder gefällt euch vielleicht sogar der Splitter besser? Kann ja auch sein. Meinungen sind ja verschieden. Dann passt auf euch auf, bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal, Olli vom Brettspiel Daddy. Tschüssi.